Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es mal um das Thema Sicherheit im Haus gehen. Und da speziell um, ja, ich sag mal, Feuer. Und das gilt natürlich nicht nur in ein Einfamilienhaus, sondern auch in Wohnungen. Und was hilft besser, ein Feuer zu entdecken, als Rauchmelder? Und ich habe hier ein paar smarte Rauchmelder von der Firma XNC und der Produktname ist ja XP02S MR61. Wie soll man sich jetzt smarte Rauchmelder vorstellen? Smart ist in dem Sinn, dass alle Rauchmelder, hier zum Beispiel bei diesem Produkt, was ich mir selbst übrigens gekauft habe, sind 6 Rauchmelder plus eine Basisstation. Alle sind dann untereinander verbunden. Und dazu gibt es noch eine App, wo man benachrichtigt wird, wenn im Haushalt also einer der Rauchmelder ja anschlägt. Wie das funktioniert, werden wir uns dann später angucken. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir holen jetzt diese Rauchmelder hier mal aus dem Karton, schauen mal, wie sie aussehen, und deswegen tauschen wir jetzt auch die Perspektive und ich sage, auf geht's. So, bevor wir die jetzt rausholen, hier nochmal schnell die Verpackung, ne? XP02S, 6 Rauchmelder plus eine Basisstation. Wir haben einen Nachtmodus. Wie das funktioniert, gehen wir auch später drauf ein. Wir kriegen also auch Benachrichtigungen auf das Smartphone und wir brauchen dazu natürlich auch eine App. Habe ich das hier gesehen? Aber dazu später. Jetzt holen wir erstmal die Rauchmelder hier aus der Verpackung. Okay, es ging ja einfach, kein Messer. So, gut. Und hier haben wir auch alles. Eine Dankeschön-Karte. Ein User-Manual. Und dann haben wir hier natürlich dann die einzelnen Rauchmelder. Plus hier die kleine Basisstation, die man übrigens in der Nähe des Routers anbringen sollte. Das ganze Teil sieht dann so aus. Kann man jetzt nicht hier erkennen. Mit dem Knopf. Gucken wir uns auch gleich an, wozu der ist. Und wir haben hier auch noch ein Netzteil, damit die Basisstation natürlich Strom bekommt. Noch ganz altmodisch. Ein Micro-USB-Anschluss. Okay, jetzt holen wir noch mal so einen Rauchmelder raus hier. Und die sehen dann so aus. So. Einmal von hinten. Das ist die Trägerplatte hier. Hab einen Knopf, um die Position zu bestimmen, beziehungsweise den Raum zu bestimmen, wo er sich befindet. Ein Fach für die Batterie ist übrigens hier mit enthalten. Ist noch gesichert hier mit so einem kleinen Folieblättchen. Und ansonsten, ne, Test, laut, leise. Wir haben hier eine LED, die immer grün blinkt. Aber auch das schauen wir uns ja später an. Diese kann man dann über Nacht auch ausschalten. Deswegen auch der Nachtmodus. Ja, ansonsten haben wir hier auf allen Seiten hier Öffnung. Falls irgendwas ist, damit er auch von jeder Seite gleich reagieren kann. Und ja, so sieht das aus. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, 6 von den Rauchmeldern habe ich insgesamt. Und für jeden sind dann halt auch Schrauben und Dübel dabei. Und mehr ist hier in der Verpackung auch nicht drin. Deswegen schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal die Basisstation irgendwo anbringen können. In der Nähe des Routers. Und dies dann installieren. So, Kamera getauscht. Wir brauchen jetzt also die Basisstation. Die habe ich hier. Und das Netzteil, das Kabel. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Router. Okay, das Kabel hängt schon mal, wird schon mal auch verbunden. Ich werde das wahrscheinlich da oben drauflegen. Und wir schauen mal, was passiert. So, ich stöpsel jetzt ein hier. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass es richtig rum ist. Geht ja nichts über USB-C-Anschluss. Okay. Das X leuchtet schon mal.
Die Basisstation wartet jetzt, bis wir sie jetzt eingerichtet haben. Dazu gehen wir wieder hoch und dann installieren wir uns erstmal die App. Und ganz wichtig, was ich auch gelesen habe, ist, dass diese Basisstation keine Funkfrequenz von 5 GHz nutzt. Das heißt, zum Einrichten müssen wir den Router 2,4 GHz zuweisen. So, kümmern wir uns jetzt um die App erstmal. Funkkanal habe ich jetzt getauscht. Wir brauchen jetzt für Android, beziehungsweise für Apple brauche ich, aber Android gibt es natürlich auch, die App. Oh, da, sorry. Und wir versuchen das hier einzuscannen. Und ab zum... Gut, den laden wir uns jetzt runter. So, runterladen ist, wir öffnen die App. Okay, ja, wir erlauben, das will ich ja. Machen wir auch mal. So, okay, wir müssen uns jetzt ein neues Konto erstellen. Ich erstelle mir jetzt ein Konto und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mich registriert und jetzt brauche ich mich nur noch anmelden. Mal schauen, was passiert. Okay, so sieht's aus. Wir müssen jetzt hier auf Plus gehen, höchstwahrscheinlich, um ein Gerät hinzuzufügen. Und was brauchen wir? Oh, Rauchmelder. Ja, wir gehen auf Rauchmelder. Wir brauchen... Ach, Basisstation. Du. Ah, okay. Ich muss jetzt wieder runterflitzen, um den QR-Code einzuscannen. Also, wir sehen uns gleich unten wieder. So, und da bin ich wieder unten. Diesen Code hier, der hier drauf ist, den müssen wir abscannen. Und wir scannen. Wo bist du denn? Und jetzt will er hier wissen, Name der Station, Heim und Standort wählen. Ich vergebe mal schnell den Namen. Bitte stellen Sie Standort nach Bedarf im Eingangsbereich. Jetzt sagt er, wir müssen da auf der Basis einen Knopf drücken. Und zwar den hier unten. Den drücke ich jetzt mal 5 Sekunden lang. 2, 3, 4, 5. Machen wir raus hier. Einschalten. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, sie blinkt. Vorgang bestätigt. Weiter. Brauchen natürlich Bluetooth jetzt. Müssen wir erlauben. Und jetzt tut sie auch hier was. Und der will jetzt natürlich das WLAN-Passwort, um halt mit der Fritzbox kommunizieren zu können. So Mist, ich habe jetzt das Gerätepasswort eingegeben und so schnell konnte ich gar nicht auf den Aufnahmeknopf drücken. Aber die Station hat tatsächlich gesprochen und hat gesagt, dass das Wi-Fi connected wurde. Hier ist Bestätigung. Jetzt können wir noch abschließen. Dann gibt es hier noch ein paar Tipps. Und jetzt können wir eigentlich auch einen Rauchmelder hinzufügen. So, bereiten wir jetzt mal den Rauchmelder hier mal vor. Wir ziehen jetzt also hier die Sicherung für die Batterie raus. Hallo von Exsense. Standort nicht festgelegt. Drücken Sie die Taste Standort, um einen Standort auszuwählen. Jo, alles klar. Sie können nun ein Gerät hinzufügen. Sowas brauchen wir hier. Den hier. Okay, wir nehmen Standort. Okay, wir erstellen einen Standort. Ich will diesen jetzt ins Schlafzimmer. Da passiert gar nichts. Dann nehmen wir halt das Hauptschlafzimmer. Weiter. Jetzt werden wir auch das ganze Ding in das Schlafzimmer anbringen. Und weiter mit der App. Wir gehen also auf Weiter. Und drücken Sie zweimal kurz die Taste. Sobald die LED-Anzeige grün blinkt, tippen Sie auf Weiter. Okay, also gehen wir wieder dahin. Bereit zum Verbinden. Gut, das haben wir gemacht, also gehen wir auf Weiter. Oh, habt ihr das gehört? Verbunden. Ja, wunderbar, klasse. Abschließen. Und da haben wir hier auch schon die Basisstation und einen Rauchmelder. Gucken wir jetzt drauf. So, okay, das ist jetzt also der
Rauchmelder Standort Schlafzimmer, also Hauptschlafzimmer. Wir haben hier Geräteinformationen. Hier haben wir den Nachtmodus, den wir einstellen können, damit die LED, die jetzt immer so ein bisschen aufblinkt, ja, nachts nicht ärgert ein. Deswegen stellen wir es nur ein. Da können wir hier die Startzeit festlegen. Ich sage jetzt mal ab 20 Uhr bestätigen. Und Endzeit, ja, soll 7 Uhr, können wir machen. Und das täglich speichern. Das ist also dieser Nachtmodus. Okay, erfolgreich. Dann können wir wieder zurückgehen. Benachrichtigungen sind alle da. Gerätetest, Offline-Benachrichtigung. Jo, haben wir. So, können wir hier Gerätetest machen. Okay. Dies ist nur ein Test. Der Alarm ertönt laut. Sie können die Taste Test Stoppschalten drücken, um den Test abzubrechen. Test des Rauchsensors. Der Test ist beendet. Normaler Betriebszustand. Ich hoffe, das konnte man hören jetzt. Jo, Gerät haben wir getestet. Funktioniert. Hier oben haben wir dann noch die Anzeige für den Empfang und die Batterieanzeige. Alarmton der Basis. Ach, hier kann man noch... Oh, hier kann man sogar Töne einstellen. Wir haben Ton 1, wir machen mal Ton 2. Klingt ja gar nicht gut. Das hätten wir. Wir gucken jetzt nochmal rein, was wir bei der Basisstation machen können. Wir können hier einen Alarm stumm schalten, Sprachlautstärke. Okay. Standort Eingangsbereich. Dann haben wir WLAN-Netz, Geräteinformation, auch alles. Gerätefreigabe können wir sogar machen. Okay. Jo, so viel dazu. So, ich werde jetzt die 5 anderen noch installieren, genauso wie den ich jetzt im Schlafzimmer installiert habe. Ich werde sie einrichten und dann sehen wir uns nochmal wieder. Alle 6 Rauchmelder sind jetzt verbunden. Schlafzimmer, oder wir können das auch sortieren nach Standorte. Und da haben wir die Basisstation natürlich, den Rauchmelder im Schlafzimmer. Kinderzimmer habe ich hier 3, sind auch verteilt, ein Treppenaufgang und ein Wohnzimmer. So, ich werde mir noch ungefähr 2, 3 nachbestellen. Das ist ja das Schöne, man kann die einfach so einpflegen hier, ohne großen Theater. Und damit ich dann wirklich alles abgedeckt habe, wie Küche, Esszimmer und eventuell Bad. Aber bei Bad bin ich mir nicht ganz so sicher, wegen der Luftfeuchtigkeit. Ja, mach ich jetzt. Auf alle Fälle, ne? Da kann man auch nachträglich dann noch den Namen ändern. Und natürlich auch den Standort. Und ihr könnt auch einen Standort anpassen. Ja, so viel dazu jetzt. Ja, so viel zu diesen Rauchmeldern von Xsense. Die XP02S MR61 mit Sprachausgabe, wie ihr auch gehört habt. Ich hoffe zumindest, dass das alles so rübergekommen ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich finde die Dinger gar nicht mehr so schlecht. Okay, wo ich überrascht war, ist, dass sie doch so groß sind. Ich dachte, die wären ein bisschen kleiner. Aber wie dem auch sei, das Einrichten war wirklich easy. Ich denke mal, das wird jeder hinbekommen. So wie wir anfangen, ne? Ja, jetzt halt auch wenn ihr jetzt neue hinzufügt, ne, dann geht ihr einfach auf das Plus dann oben. Mal weg. Ne? Dann sucht ihr euch das Gerät hier aus. Ihr habt ja sogar noch andere Möglichkeiten, ne? Eine intelligente Beleuchtung, Bewegungsmelder könnt ihr hier drauf von der Firma noch kriegen. Ein Thermohydrometer, Kameras und so weiter und so fort, die man sogar alle so miteinander verbinden kann, habe ich gesehen. Wenn man hier nämlich auf Konto geht in der App, da gibt es hier Freundeskamera hinzufügen, so schimpft sich das. Und wenn man da drauf, da kann man dann so einen QR-Code abscannen und dann verbindet der sich, was nicht schlecht ist. Definitiv würde ich natürlich jeden Hausbesitzer oder generell
jeden Rauchmelder empfehlen. Die sind ja auch Pflicht mittlerweile. Es kann Leben davon abhängen. Vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat, wäre das auf alle Fälle ratsam. CO2-Melder sollte, wer eine Gastherme hat, auch unbedingt Pflicht sein. Ich hatte vor geraumer Zeit, das ist schon lange her, hier auch mal ein kleines Video gemacht. Den habe ich immer noch, den CO2-Melder. Der steht bei mir, ich sage mal Maschinenraum, also da, wo unsere Gastherme ist. Ich denke mal, damit ist ja definitiv nicht zu spaßen. Wie dem auch sei. Also mir gefallen die Rauchmelder hier von X-Sense wirklich gut. Und ich kann die auch empfehlen und ich gebe denen auch einen Daumen nach oben. Es gibt auch noch welche, die sind etwas günstiger. Diese hier, die kosten so um die 139 Euro oder 132. Wenn man Glück hat, kann man die auch schon für 117 Euro im Angebot schießen, so wie ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, von dieser Firma gibt es noch auch Runde. Die haben dann allerdings keine Sprachausgabe. Ich meine, man muss es ja nicht unbedingt haben. Aber ich dachte, wenn, dann musst du sowas auch nehmen. Okay, was natürlich auch toll ist, dass man jetzt den Rauchmelder nicht nur in der Wohnung oder im Haus hört, sondern auch es mitbekommt, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, ja, und man ist gerade auf Arbeit oder ist gerade im Urlaub, dann bekommt man hier eine Benachrichtigung und das finde ich schon mal mega nice. Ich möchte jetzt mit dem Video hier zu Ende kommen. Das hat bestimmt wieder viel zu lange gedauert. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn es für euch informativ war, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten könnt ihr so mal wieder vorbeischauen hier auf meinem Kanal. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Dann, ciao!